Mitte der 60er Jahre hatte der Spediteur Eddie Stobbart auf der Insel mit dem Linksverkehr eine Idee, nämlich eine Schiebeplane zur leichteren Be- und Entladung seiner Sattelauflieger. Also eine fahrerschonende Weiterentwicklung des bis dahin üblichen Bordwandaufbaus mit fest montiertem Verdeck und ebenso ortsfesten Seitenplanen. Im deutschsprachigen Raum das sogenannte Hamburger Verdeck. Diese Wurfplane erforderte gut trainierte Arme. In Kombination mit artistischem Geschick mussten sie doch vom Fahrer mit einem Einsteckbrett bewaffnet irgendwie auf das Fahrzeugdach gehievt werden. Und auch die Variante mit einem über den Aufbau geworfenen Spanngurt und dann letztendlich Haken in Öse war sehr schweißtreibend. Und das war wohl auch der Grund dafür, dass seinerzeit noch weniger Frauen am Lkw-Lenkrad saßen, denn die dafür erforderliche Physis hatten neben den Kerlen nur die Mädels mit Hammer und Sichel auf ihren Adiletten. Umso mehr verwundert, dass die Schiebegardine in Deutschland erst so Mitte der 80er Jahre begann, wirklich Fuß zu fassen. Das lag aber tendenziell daran, dass sich die Konstrukteure etwas schwer taten mit dem Zollverschluss, der zu dieser Zeit für den DDR-Transit noch zwingend erforderlich war. Außerdem hatte der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, noch ein Wort mitzureden. Was heißt ein Wort derer mehrere? Denn der VDI hat für etliche Beladungszustände einen dazu passenden fahrdynamischen Test entwickelt, der den Anforderungen gemäß VDI 2700 gerecht wurde. Um nun aber endlich von dieser konkreten Beladungssituation wegzukommen, hat man beim Fahrzeugwerk Bernhard Krone in Werlte den Entschluss gefasst, einen eigenen allgemeingültigen Test zu entwickeln. Und das Resultat dieser Idee ist das heute jedem bekannte Aufbauzertifikat Code XL. Und mal wieder die Krones aus Werlte.